10 krasse Herbstdüfte möchte ich euch heute mal vorstellen. Ja, krasse Herbstdüfte von teuer bis günstig oder günstig und teuer. Und für mich sind sie scheiße geil. Das ist einfach so. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance-Dog aus Hamburg immer noch, meine Freunde. Ja, der erste ist der Naxos. Ja, Naxos ist immer noch nice, auch wenn die Version von 2020 ist. Aber er ist immer noch nice. Naxos ist Naxos. Naxos ist ein Brett. Naxos ist ein Tier. Es ist einfach Honig, Tabak, Vanille in die Fresse. Und ja, vielleicht hat er nicht mehr ganz so extrem viel Honig und Vanille vielleicht, ne? Was heißt vielleicht nicht mehr ganz so die Tiefe, aber sonst Haltbarkeit immer noch 11 Stunden. Und ja, trotzdem Naxos, ob jetzt in dieser Version oder in der aktuellen Version, muss in eine krasse Herbstsammlung rein. Das ist einfach so. Ja, ist einfach ein geiles Teil. Einer meiner Lieblinge in meiner ganzen großen Sammlung. Mehr muss ich über den Duft, glaube ich, nicht sagen, weil das mache ich schon seit Jahren. Ja, so der nächste ist der His Confession von Lattafa. Schaut euch die Fresse an hier. Ich mache mal meinen Kopf runter. Könnt ihr die Fresse vielleicht gut erkennen? Dass er den Fokus auch gut nimmt. Ja, aber ich finde die Idee nicht schlecht. Es ist so ein leichter Brause, für mich Brausepulver-Vanille-Style-Duft, der so ein bisschen auch mit Iris pudrig rüberkommt. Also für Leute, die Vanille-Iris mögen, sind hier auf jeden Fall sehr gut bedient. Und ich finde auch nicht, dass der Flakon Plünn ist oder Schrott. Irgendwie, das ist schon gut gemacht. Na hier, der hält, nur mal nebenbei, 8 Stunden übrigens auch. Also auch wenn ihr in 8 Stunden haltet, ist natürlich auch, hält er auch 8 Stunden. Und schönes Teil, ne? Muss man mögen, aber ist geil, ne? Das ist nichts Stinkiges, nichts Dunkles, kein Ud, es ist wirklich cremig, bisschen so, es ist so, im Endeffekt habt ihr das bei Mazzocco auch, dieses, wie Champagner, dieses Brutzelige, so habt ihr das hier auch drin, dieses Blubberwasser, nur in cremig, Vanille und ein bisschen Iris. Das ist schon nice, also muss man sagen, für 40 Euro kommt ihr da gut auf die Kosten mit 8, 9 Stunden, nur 8 Stunden, sagen wir mal, ja. So, der nächste, ja, ist eine geile Sau, Angel Share. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich das mal sage von Kilian, aber ich wollte diesen Hype früher nicht mitgehen und da war mir das alles zu viel, auch mit den Nachbauten, aber jetzt 5 Jahre später sah ich geil und schön Cognac-Zimt-Style, schön Vanille, warm, anschmiegsam, da fallen die Schlipper wirklich, also das ist ein Duft, wo es funktioniert, ein sehr schönes Date-Duft-Parfüm und so weiter und so fort, also der kommt nice. Ja, der ist geil. Der passt auch komplett zu den krassen Herbstdüften. Und es wird bestimmt auch noch Teil 2 kommen, weil dafür gibt es so viel geile Herbst- oder krasse Herbstdüfte. Den kann man auch im Winter benutzen, aber er passt jetzt perfekt in den Herbst. So, dann kommen wir zu noch ein Lattafa. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Lattafa hier drin. Das sehe ich jetzt. Aber weil es einfach auch passte. Und der hier gehört auch dazu. Ich werde den Namen einblenden, bevor ich ihn falsch ausspreche. Ne? Das ist ein sehr schöner, frischer, Vanille, leicht holzig, ledriger Duft. So, der hat auch einen großen, oder ein großes Vorbild. Den werde ich jetzt hier nicht erwähnen, weil es geht nur um den Duft hier. Ich finde ihn aber tatsächlich besser. Und das für 20 Euro. Das Original kostet 140 Euro. Die Leute wissen, wen ich meine, wahrscheinlich. Aber hier habt ihr auch dieses Frische und dieses Maskuline, was ihr, finde ich, soweit ich das noch im Kopf habe, beim Original, in Anführungsstrichen Original, nicht habt. So, und deswegen, ja, aber der ist hier nice für 20 Euro, hat auch eine Haltbarkeit von bis zu 8 Stunden. Was wollt ihr mehr? Absolut krass für 20 Euro. Schön holzig, orientalisch, ein bisschen angehaucht, frisch, vanillig. Schon sehr nice. So, der nächste, ja, Lattafa. Affection. Ja, Affection. Wenn ihr Kinderschokolade mögt, dann seid ihr hier gut bedient. Oh ja, süß, aber der ist schon penetrant süß, ne? Sorry. Ja, der ist schon penetrant süß. Wirklich süß. Ich wiederhole es nochmal, weil ich eingangs erwähnt hatte, er ist süß. Und er soll so ein bisschen über Pistazie kommen, natürlich, Pistazie. Das Thema ist ja fast ein Glück durch. Aber ja, ja, ein bisschen, ja, kann man das so sagen, ja, aber
Pistazie ist ja auch schwer nachzubauen, sage ich mal, nachzumachen. Und ja, aber hier 19 € für 12 Stunden Haltbarkeit, absolute extreme gute Ausstrahlung, CH. Ihr werdet wahrgenommen für 19 € top. Und so, weil jetzt habe ich die hintereinander hingestellt, egal, jetzt machen wir noch einen Lataffer hinterher, und zwar der Camera. Ja, ähnlicher Flakon habt ihr eben schon in dem Video gesehen, ne? So einen ähnlichen, aber für mich hat der nicht wirklich Ähnlichkeiten. Also wer den ähnlich sieht mit denen, den ich eben an dritter Stelle gezeigt habe, der muss was mit der Nase haben, weil hier haben wir erstmal extreme Süße, ganz extreme Süße und fast noch süßer eigentlich als, ne, obwohl der ist ja anderweitig süß, aber trotzdem geil, Daddel-Style aber, schöne Datteln süß, alles Mögliche drin, Vanille natürlich auch, gar nicht so vergleichen, es ist kein Cognac drin, ist kein Alkoholnote drin. Hier ist einfach penetrant auf die Fresse, wenn ihr was richtig Süßes haben wollt. Auch 10 Stunden Haltbarkeit, Länge auf den Klamotten. Wenn ihr auffallen wollt, krass auffallen wollt, dann könnt ihr für 30 €, glaube ich, die Preise sind ja immer verschieden, also schreibt das nicht unter, das ändert sich ja täglich. Ja, aber wenn man auf sowas steht, extrem süß ist das Original Camera, dann muss man den holen. So, der nächste ist ein Meisterwerk, den habe ich tatsächlich, glaube ich, eine 10 gegeben auf Parfumo. Es ist Afrika in der Flasche. Wenn ihr schon mal auf einer Lodge wart, also in Namibia, auf so eine Safari-Kreuzfahrt, würde ich schon sagen, übernachtet habt, früher in Arusha gibt es das auch, oder ähnlich, die Hardy Krüger Lodge, Lodge, nicht Theo, wir fahren nach Lodge, sondern die Lodge in Afrika, wo ihr schon sitzt und dann in die Savanne guckt und so weiter, dann habt ihr mit Goldfeet und Banks mit dem Duft des Third Rosewood, hier, guck mal, richtig ölig, habt ihr einen Traumduft. Ich kenne nicht alle von dieser Marke, aber ich kann jetzt schon sagen, dass das der beste ist. Mit natürlich Pacific Rock Moss. Ne, klar, aber der ist trotzdem ganz anders gemacht. Das ist ja eine ganz andere Kragenweite von der Arbeit her. Hier habt ihr, das ist ein Traum. Ich kann den gar nicht so wiedergeben. Das ist was Holziges, es ist warm, Sonne, Sonnenuntergang, das sieht ja auch schon fast so aus. Dann cremig. Es ist ein Meisterwerk, es ist ein Traum. Es ist natürlich Ansichtssache, es ist mein Geschmack, aber der ist gut. Selbst die Leni, die kennt ihr ja, hat den vorgestellt und übrigens auch verglichen mit Afrika, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das passt eben wie die Faust aufs Auge, ne? Und deswegen top. Und den solltet ihr testen. Unbedingt, wenigstens testen. Holt euch irgendwo eine Abfüllung, versucht es. Das Third Rosewood ist brachial. Es ist ein Meisterwerk, eine 10 von 10 mit guter Haltbarkeit von 8 bis 9 Stunden. Gute Ausstrahlung. Es ist einfach, es riecht auch Luxus, nach Luxus pur. Einfach so anschmiegsam, trotzdem präsent. Keine Angst, wenn ihr keine Rose so merkt. Dieses Rosenblumenmäßige ist trotzdem, es ist alles perfekt zusammengefügt. Der Third Rosewood. Wow. Wow, 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 wow. Ja, jetzt ist gut. So, der nächste ist der absolute Date-Duft. Den wollte ich aber schon mal loswerden. Manchmal will ich ihn loswerden, manchmal will ich ihn dann doch behalten. Rum, Tabak ist da drin, auch Zimt und ja, der Initio Zeiteffekt. Ja, was soll ich sagen, ne? Schon geil. Aber mir fehlt so ein bisschen manchmal ist die Sillage ein bisschen um einen rum. Für mich jetzt, aber es mag ja auch sein, es sind so Düfte, die ich so, manche Nase, auch wenn ich eine gute Nase habe, so wie Aventus ist auch bei mir schnell weg, aber andere sagen, ey, du riechst gut, nach 9 Stunden. So, aber der Side-Effekt, wenn ihr zum Date gehen wollt, auch wenn da Tabak drin ist, auch wenn da Rum drin ist, Zimt, dieses Zusammenspielen, so ein bisschen, finde ich, auch süßlich-blumig im Hintergrund, ist einfach erotisch oder Erotik pur und dann ist natürlich auch noch Safran drin. Ja, und das ist das Ding und Side-Effekt. Was soll ich da noch zusammen? Punkt. So, jetzt kommt ein 700 € Duft und ja, der Typ hört sich hart an. Der Schöpfer des Duftes meint immer, damit eigentlich sagt er durch die Blume, es können sich eigentlich oder sollten sich nur Leute holen, den Duft, der sich auch leisten kann und so weiter und so fort. Mag auch sein, weil er macht eigentlich Düfte, die sollen einfach nur Begleiter sein, nicht ein Erschlagen. Dieser Duft ist aber trotzdem präsent und sehr, sehr stark.
einer der wenigen von ihnen. Die sind sonst immer so im Mittelteil bis im oberen Viertel. Also, und zwar Roger Dawes mit Amber Oud, ja. Und den musste ich mir früher zulegen. Ihr seht, ich habe den aber auch noch nicht so viel benutzt, weil den kann man nicht immer so benutzen. Und ihr dürft auch nichts Weißes tragen, weil das ist wirklich dunkler Saft. Und ja, aber der Duft ist ein Traum. Wenn ihr was ein bisschen blumig, rosiges mögt, ist natürlich immer dran Oud und Amber. Dann ist das der goldene Amberschuss. Das ist ein Traumduft. Was soll ich da anders sagen? Es ist einfach so. Und ja, dementsprechend das ist so perfekt zusammengefügt. Alle Komponenten, alles, was da drin ist, ist so gut, ja. Ich sag's ja immer wieder, Roger weiß, wie es geht. Auch wenn es jetzt, glaube ich, ein bisschen anders ist. Inzwischen seine neuen. Und ja, den habe ich schon lange. Aber wie gesagt, kann man nicht immer benutzen. Es muss auch passen. Ne? Es muss passen. Ich liebe Oud-Düfte, aber die Dinger, es muss einfach passen. So, und zum guten Schluss kommt auch ein Whisky-holziger Duft auf die Fresse von Nasomat. Und zwar Bararonda. Ja, das Ding ist einfach, ja, ihr habt ja was Holziges. Mein Gott, was ist heute los? Was Holziges. Auch mit Strangen hier Holzklotz als Deckel. Es ist geil gemacht und natürlich Beast Mode, was erwartet ihr anders von Nasomato beziehungsweise Schrägstrich Orto Parisi. Geil, süßlich, Whisky eben, schönes holziges Teil, geil. Also müsst man, oder so, warte, ich muss hier noch sprühen, das ist schon mit Sprühnebel. Ja, der ist gut. Lasst euch nicht von der Alkoholnote. Die Alkoholnote ist nicht so wie bei üblichen Verdächtigen. Ne? Also auch nicht wie bei Angel Share. Ihr habt zwar dieses Whisky, aber das ist so mit diesem Holz in Einklang gebettet. Wirklich top. Und ich finde schon fast ein bisschen holzig rauchig. Ist geil. Geiles Teil. 30 ml reicht vollkommen. Also, der ist nice. So, schreibt mal runter, wie findet ihr den? Es wird auf jeden Fall Teil 2 kommen, bestimmt, weil dafür gibt es so viel krasse Herbstdüfte. Und schreibt mal eure krassen Herbstdüfte runter. Und natürlich, wie findet ihr die? Welchen findet ihr von denen am besten? Was haltet ihr auch zu den Lataffa? Ich habe das natürlich auch mit reingenommen, weil die müssen auch hier mit rein. Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und natürlich an euch alle. Bleibt fit und stabil. Und dann ist Hemorch, a.k.a. Fragrance Dog, raus. Und bis zum nächsten Mal.